So, und da sind wir dabei, Red Dead Redemption. Ich habe ein bisschen die Helligkeit höher gestellt. Wirklich einen Unterschied wird es vermutlich nicht machen. Die tun mir nicht mal mehr was. Ich habe eigentlich darauf warten wollen, dass der Zug einfach weiterfährt, weil das passiert manchmal. Dann würde der da runterfahren. Ich weiß nicht, ob es passieren würde, aber naja. Auf jeden Fall ist dort drin wieder einfach ein Lokführer gespawnt. Ja, frag mich nicht, wie das möglich ist. Es ist aber möglich. Und ja, das ist halt auch passiert. So, ich muss gerade mal ausrechnen, wie lange wir heute machen. Okay, bis dahin. Ja, Ladebildschirm, du darfst jetzt bitte auch aufhören. Ich meine ja nur, hier ist ein bisschen hell. Blendet manchmal sogar in den Augen. Ich will was zu dem... Warum wollte ich gerade Kaninchen zu dem Huhn sagen? Zu dem Hahn? Excuse me, sir. Excuse me. You are an American, are you not? Last time I checked. Oh, thank God, sir. Thank God. I have had it up to here with Dagos, up to here. Savages. Well, I do what I can to help. But this land was imagined by an angry God for an angry people. Well, America ain't exactly a peaceful paradise, mister. Well, I tried, but at least you lot try to speak bloody English. This bloody lot. My God, if I'd wanted to speak Spanish, I'd have gone to Spain. Why didn't you? Good question. Well, you know, business, I suppose. Devil making work for idle hands, what? Now listen, friend. If you were to go west to Nosalida, I'd give you a reward for picking up a package of mine from the docks. There's some fighting broken out there. It seems like it's more your kind of thing. Why would I want to do something like that? Oh, you Americans are all the same, obsessed with bloody money. Well, I will pay you, sir. I will give you a buck. Name's Tollitz, sir. Uriah Tollitz. They'll know of me in Nosalida. How much? Plenty, sir, plenty. Now, you will take it and give it to the foreman of the estate at El Matadoro. He'll be expecting it. Try to give those Dagos hell, what? That's a fine fellow. Ja, wisst ihr was? Ich mache erst diese Mission, dann machen wir das für ihn. Ich glaube, das hier ist jetzt Pokern oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ne, doch nicht. Aber ich weiß noch, dass es eine Poker-Mission gibt. Muy interesante. Gracias, amigos. Mr. Marston, how the devil are you? I'm fine. How are you, Mr. Ricketts? I'm good. I'm glad you're here because these men were just telling me about Mr. Escuela. Javier Escuela? Emilio, let me ask you something. His nombre is Javier Señor Escuela? Is Javier to see? No sé, señor. He doesn't know. I got that bit. Ask him, was he about 5'8"? Mustache? Did he have an American in tow? A big American? Emilio, the Stabacon, grande Americano? Yo no sé. No. Again, I got that. But they do have his sister. Emilio's, I mean. She's a fine young woman. A teacher. A human being. Not the clothed vermin so many people seem to have turned into. Tell him I'm sorry.
When a man's family is involved, you need a little more enthusiasm than mere apologies. I have enough worries, sir. This man's problems pain me, but they're not quite my own. Those who sit on the fence make a choice in their own way. Don't you think, Mr. Marston? Of course. And what about you, Ricketts? A man living in the past? Man who ran away from home? What choice did you make? I'll tell you what choice I made. I'm a fighter, sir, and I'll fight to the end. I think we should get going. I'm gonna take the train. You can come with me or ride ahead to El Matadero. Howdy, sir. Wenn du den Zug nimmst, dann nehme ich den Zug auch. I've been hearing some things about you, John Marston. Really? That perhaps you're more in need of my help than I thought. Is that so? That some recent encounters with this Bill Williamson fella haven't gone exactly in your favor. Funny how everyone seems to know my business, but nothing about the men I'm looking for. It isn't easy getting the locals to talk. Was laberst du? Ich wollte auch nur... So, hier werde ich mich hinsetzen. It's the only way to travel, so they keep telling me. We'll get off at Casa Madrugada and ride from there. Warum reiten wir nicht schon vorher? Wie kann man denn zu alt zum Schlafen sein? Oh mein Gott, meine Knochen. Ich wach auf. Hä? Naja, so alt bin ich ja jetzt auch wieder nicht, deswegen weiß ich das nicht. There should be some horses for us across the way. Ja, komm halt direkt mit der Musik, obwohl gar nichts los ist. All right, let's head to El Matadero and see what they know about Luisa. How are you, sir? We need to find a man called Carlos. I was told he could help us. We'll ask around when we get there, but we don't want to draw attention. See if you can keep your gun holstered for once. You're the hero around here, Mr. Ricketts, not me. What does the army want with this Luisa girl anyway? She's a rebel, and apparently close to their leader, Reyes. She's a pretty young thing. That's normally reason enough for Allende. So I've heard. She's a good woman, a teacher. If they lay a finger on her, I swear I'll feed those bastards their balls. Okay, wenn du meinst. Here we are. Looks kind of sleepy, don't it? Sieht aus wie ein Plumpsklo. All right, let's find this Carlos guy. Okay, das sieht aus wie ein Haus. Und das sieht aus wie ein totes Schwein. Aber perfekter Boxsack. Carlos, See? we're here for Luisa. She's still being held up in the caves? Yes. She's still up there. Who's the cowboy? We're here to help. Muy bien. I can distract the guards. You and the gringo can get inside. Let's do it. I will keep them talking, senor. The rest I will leave to you. Hope you're ready for this. Warte, was? Der heißt Carlos und der hat da hinten eine Klinge. Ist das Carlos die Klinge? Den kennt ihr eh nicht. Aber wenn ihr den mal googeln will, das wäre super toll.
Das ist witzig. Eigentlich wollte ich nur aufs Dach hoch. Wir brauchen ja auch total die Waffe jetzt. Ich kann die vor allem nicht wegstecken. Deswegen brauchen wir die halt wirklich. Kannst du dich mal richtig verstecken? Hey, hola. ¿Qué tal? ¿Qué quieres? ¡No puedes estar aquí! Hace calor hoy. Bien bochornoso, ¿verdad? ¡No lo voy a decir otra vez! ¡No puedes estar aquí! Oye, soy yo, Carlos. Pues trabajo en el matadero. No me importa quién eres. Esta es una zona militar prohibida. Ich verstehe Vete a gerade casa. nicht, was die Me gustan gerade sus sagen. botas. Muy bonitas. Mi hermana tiene las mismas. Pinche campesino de mierda. Te voy a colgar al lado de tus cerdos. Váyanse al infierno, traidores. Well, I say we've waited long enough. Ich wollte schon drauf schießen. Come on, Aber ich let's glaube, get der into hat those irgendwie caves. nur gesagt, ich habe Verräter gefunden. Hier, ich zeig sie euch oder sowas. Oder er hat die Verräter genannt. Ich habe keine Ahnung. Ach, das ist total die Stealth-Mission. Die Typen hinter uns haben das bestimmt nicht gehört, dass hier jetzt rumgeschossen wird oder so. Scheiß auf Deckung. Hab ich nicht nötig. Drop that bastard, Martin. Back there. Alter. You should have sent your madre! Ich guck hier mal, weil ich meine, hier sind auch versteckte Sachen. Ja, ich gehe ja gleich zu ihm zurück. Ist nicht so, als wenn der mich brauchen würde, oder? Das sollte er eigentlich schon alleine hinkriegen. Wo er doch so viel besser ist als ich angeblich. Ja, guck mal, die schießen auf mich und treffen nicht. Was ist denn los? It must be this door. Guck mal, ich stehe Looks like we vor might need denen. a little dynamite to get it open. Keep watch while I get it ready. All right, let's see. You're gonna be muerto! Kommt her hier. Those bastards, Martin. Vor allem, wie der mir ins Gesicht läuft und daneben schießt. Was ist denn los? Komm her. Ich mache euch alle kalt. Du entkommst mir nicht. All right, get Schwächling. back behind that table. Muss ich da wirklich stehen, damit das explodiert? Reicht nicht eins? Stand back, damn it! Here goes. Come on, boy. Poor girl's barely alive. Let's get the hell out of here before any more of them show up. Ich will aber noch sehen, was in den anderen Dingens ist. Ich meine, die Tür... Warum ist die Tür jetzt plötzlich aufgesprengt? Da hat er gar nichts hingelegt. Die Tür ist da ja nicht umsonst gewesen. Ja, bleib hier halt stehen. Ich mach den Rest. Ich weiß schon. Ich mach alles, du machst nichts. Und jetzt gib mir nicht hier die Ausrede, dass du da
noch jemanden tragen muss. Das ist wirklich keine Ausrede. Das schaffe ich nämlich auch. Du hältst mich nicht auf. Bitte was? Wow, das ist eine Aufgabe. Warten. Wie haben die mich da hinten getroffen? Lass mich raten, jetzt müssen wir auch noch vor den weg. Looks like Carlos left us some horses. Come on. Auf die Klinge ist halt Verlass. Ich will aber Adonis haben, weil der ist besser. Da kommt er. Let's go before any more of them show up. Come on. Kommen uns ja schon entgegen hier. Nerv nicht. Wie haben die das überlebt? Unmöglich. Und wie der sich da hinten wieder Zeit lässt, ne? Ich bin alt, ich brauche meine Zeit, ich kann hier nicht einfach so durchrennen. Warum fliegt da plötzlich ein Vogel? Ich erinnere mich nicht, dass die Typen hier schon Drohnen erfunden haben. Du hast keinen Hut mehr, jetzt bist du entmachtet. Ich kann einfach durch. Ich kann auch mal laufen und bin genauso schnell wie der. Da hinten sind noch welche. Werden aber irgendwie nicht angezeigt aus einem Grund. Hier wird nichts gekocht. Es wird mit dem Tod bestraft. Damn, where the hell is Carlos? I thought he was meeting us here. Where is he? Something doesn't feel right here. Oh no, you don't. Okay, dann warte ich mal auf die Klinge. There he is. Talk about cutting it fine. Luisa, gracias a Dios. Thank you for saving me. You're good men. Friends of the people of this land. Was someone named Harvey Escuela one of the men holding you? No, I don't know. I don't think so. But I remember that name from prison. Bad people spoke of him. I told you, John, he's still in Mexico. Okay, then. I guess we'll keep looking. Yeah. Das muss doch extremst scheiße sein, dann nach sowas einfach auf dem Pferd noch zu reiten. Okay, gut. Machen wir jetzt das für den anderen Typen da, den wir getroffen haben. Was auch immer der jetzt wollte hier oben. Auf jeden Fall wollte er Klatschmohn. Oh, das Wort habe ich schon seitdem ich im Kindergarten war nicht mehr gehört, denn ich war in der... War ich in der Klatschmohn-Gruppe? Ich habe keine Ahnung. Ich meine schon. Ja. Und dann habe ich mal gefragt, was ist denn das? Das ist eine Blume. Und dann habe ich bemerkt, oh, da ist ja eine Blume direkt vor unserem Haus. Das ist ja sogar eine. Wow.
Das ist meine komplette Lebensgeschichte. Darauf baut mein Leben komplett auf. Auf einer blöden Blume. Verpiss dich. Diese Blume hat mir beigebracht zu schießen. Besser als es jeder andere konnte. Denn Blumen können sehr gut schießen. Der traut sich nicht mal mehr, mich anzugreifen. Seht ihr, was ich dem angetan habe? Das ist die Kraft einer Blume. Spätestens in Undertale dürften das die meisten schon kapiert haben, dass Blumen sehr mächtig sind. Warum auch immer ich den Typen jetzt geholfen habe. Total unnötig, habe ich nicht nötig. Ich biete ihm keine Hilfe an, ich will hier nur mein Zeug finden. So, Adonis, bleib hier. Ich werde losgehen. Hört auf mich zu schießen. Ich habe euch nichts getan. So, besser ins Haus hier rein eben zum Heilen. Weil das ist definitiv nicht gut, hier jetzt so rumzurennen. So, nach El Matadero müssen wir jetzt. Schieß nicht. Einfach mal auf die Frau schießen, genau. So, nervt mich nicht. Auf geht's nach El Matadero. Ich bin hier aber vermutlich noch zu nah dran. Ich muss ein bisschen weiter. Da kommt auch schon wieder ein Wolf. Hätte ich vermutlich auch schon früher machen können, aber man kann ja nie sicher sein. Und da ist auch schon unser Ziel. Ja, du kannst mir Are helfen. you the foreman, mister? I got a package for you from a Mr. Tollitz. Oh, thank you so much, my friend. What was the delay? Trouble over in Nasalita. Army or rebels? Politics, my friend, is for fools. Which is why we see so much of it down here. Land of morons. Gets in the way of real work. If you say so. Here's the money from Mr. Tollitz. I'll get this to the workers right away. That's quite a sum. Must be valuable stuff. You have no idea, gringo. No idea. If you would have known, you would have kept it all yourself. Ja, 1000. Ich würde sagen, das gebe ich dem doch nicht einfach so.
Weil ich hab's ja auch total nötig. Diese 1000, die sind sehr wichtig für mich. Ich brauche die total, um zu überleben. Also wenn euch das bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgefallen ist, dass ich dieses Geld auch wirklich brauche, dann kann da ja wohl irgendwie nicht irgendwo was richtig sein. Weil das Geld habe ich natürlich total nötig. Der Hase da hinten ist ein bisschen komisch. Der andere Hase auch. Was die Hasen jetzt machen, ich habe keine Ahnung. Die stehen da. Hey, ich hau ab. Es sah gerade aus wie ein fliegender Hase im Hintergrund. Es hätte mich zu diesem Zeitpunkt im Spiel auch nicht gewundert. Die Hasen wollten mir etwas ankündigen. Ich sah jedoch nicht, was. So, haben wir die Polizei hier auch. Denn die brauche ich jetzt. Mr. Tollitz, I've got your money. Oh, thank you, Ja, sir. das ist Polizei. Thank you. I damn well knew you were the kind of chap to be trusted. A fine fellow, sir. Fine fellow indeed. Unlikely to run off and report me to the authorities, what? Report what, Tollitz? Well, the Dagos here don't appreciate the terrible needs we answer. Building a country's hard, sir. It's hard. Opium's nasty business, but it's necessary. Necessary. Opium? What do you mean you didn't even sneak a taste of that package? Are you mad, sir? That's fine stuff. Straight from Ongo Bongo land, somewhere. You use me. Well, are you a moralist or just a fool? Both, I guess. We provide a much-needed service for the railroad workers. Help ease the pain and loneliness. Them beings are far away from home and all that. But there's nothing wrong with the stuff. Smoked it myself for years. Ja, ich gebe ihm mal die 1000. Here, I don't want nothing to do with it. Well, thank you. Here's hoping we can do business again in the future. Beats dealing with the bloody savages. Ja, weißt du was? Is there something else I can do for you? I'll be off then. You're making the place look untidy. Pass mal If auf. I'm not mistaken, our business... So, und das ist die Taktik. Wir müssen es schaffen, dass die Leute auf ihn schießen. Und wir haben die Polizisten jetzt schon auf unserer Seite, wie ihr seht auf der Karte. Die haben ihn schon erschossen. So, und jetzt dürfen wir ihn legal plündern. Mein Geld. Easy. Hättet ihr ihn getötet, wäre das nicht so gut für euch verlaufen. Aber solange es der Staat für euch macht, habt ihr da freie Bahn. Was ja gut ist. Das kaufe ich mal einfach mal. Das will ich nicht mehr haben und das will ich nicht mehr haben. Den ganzen Rest behalten wir erstmal. Gut. Dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und in der nächsten Folge werden wir dann hier wieder Missionen machen. Ja, ciao.